Lena, ich glaube, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Was für einen Fehler? Mein Vermieter hat mir eine Rechnung geschickt für die Reparatur vom Wasserhahn. Ich habe sofort bezahlt. Sofort? Innerhalb von 10 Minuten. Überweisung raus, fertig. Und jetzt? Jetzt hat mir ein Kollege gesagt, warte, das musst du vielleicht gar nicht bezahlen. Und jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich gerade klug oder dumm war. Okay, bevor wir das klären, wie viel war die Rechnung? 130 Euro. Interessant. Lass uns das Schritt für Schritt durchgehen. Also erstmal die Grundfrage. Wer muss überhaupt bezahlen, wenn was kaputt geht? Grundsätzlich der Vermieter. Das steht im Gesetz. Paragraph 535 BGB. Also nicht ich? Nicht automatisch. Der Vermieter muss die Wohnung in einem Zustand halten, der normal nutzbar ist. Warum habe ich dann überhaupt eine Rechnung bekommen? Weil es eine Ausnahme geben kann. Die Kleinreparaturklausel. Klingt nach was, das mir gerade wehtun wird. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Neues Wort. Die Kleinreparaturklausel. Die Kleinreparaturklausel. Das ist eine Klausel im Mietvertrag. Sie kann kleine Reparaturen auf den Mieter übertragen, aber nur bei Dingen, die du oft und direkt benutzt. Zum Beispiel, Ein Wasserhahn, ein Lichtschalter oder ein Türgriff in deiner Wohnung. also mich. Möglicherweise dich, aber nur, wenn die Klausel überhaupt gültig ist. Sie ist nicht automatisch gültig? Nein. Und genau da wird es interessant. Eine Kleinreparaturklausel braucht zwei Dinge, um überhaupt zu gelten. Zwei Dinge? Erstens, eine Höchstgrenze pro einzelner Reparatur. Also ein Betrag, den eine Reparatur nicht überschreiten darf? Richtig. Meistens irgendwo zwischen 75 und 150 Euro, je nach Vertrag und Gericht. Keine feste Zahl? Keine feste Zahl. Das Gesetz selbst nennt keinen Betrag. Die Gerichte haben über die Jahre unterschiedliche Grenzen akzeptiert. Das hilft mir nicht besonders. Deshalb schaust du in deinen eigenen Mietvertrag, nicht nur ins Gesetz. Und die zweite Grenze? Eine Jahresobergrenze. Also, wie viel du insgesamt pro Jahr für solche Reparaturen zahlen musst. Oft sind das ungefähr 6 bis 8% der Jahreskaltmiete. Und wenn eine von beiden Grenzen im Vertrag fehlt? Dann ist die ganze Klausel ungültig. Die ganze Klausel? Die ganze, nicht nur ein Teil. Und was heißt das für mich? Dann zahlt der Vermieter alles, auch die kleinen Sachen. Okay, sagen wir, meine Klausel ist gültig. Mit 100 Euro Höchstgrenze. Gut, und deine Rechnung war 130. Genau, also zahle ich 100 und der Vermieter den Rest? Nein, und das ist der Teil, der die meisten Leute überrascht. Was denn? Wenn die Reparatur mehr kostet als die Höchstgrenze, zahlst du gar nichts. Gar nichts? Nicht mal die 100 Euro? Gar nichts. Das nennt man ganz oder gar nicht. Entweder die Reparatur liegt unter der Grenze, dann zahlst du komplett. Oder sie liegt darüber, dann zahlt der Vermieter komplett. Das ist eigentlich ziemlich gut für mich. Wenn deine Grenze wirklich bei 100 liegt und deine Rechnung 130 war, ja. Also habe ich vielleicht gerade 130 Euro zu viel bezahlt? Möglich. Das müssen wir noch prüfen. Gibt es Dinge, die nie meine Aufgabe sind, egal was im Vertrag steht? Ja. Strom, Wasser und Gasleitungen sind keine Kleinreparaturen. Also der Wasserhahn vielleicht, aber die Leitung dahinter nicht? Richtig. Ein Wasserhahn kann unter eine Kleinreparatur fallen. Die Wasserleitung dahinter normalerweise nicht. Und im Treppenhaus? Gemeinschaftsflächen sind Sache des Vermieters, auch wenn es nur eine kaputte Lampe ist. Also, kleine Dinge, die ich direkt benutze in meiner Wohnung, das kann meine Aufgabe sein. Alles andere eher nicht. Genau diese Formel. Neues Wort und der wird oft verwechselt. Das Bauteil und die Leitung dahinter. Klingt technisch. Ist es auch, aber der Unterschied ist wichtig. Das Bauteil ist das Ding, das du täglich anfasst.
Der Wasserhahn selbst, der Lichtschalter, die Steckdose. Und die Leitung dahinter? Das ist das größere System in der Wand. Die Wasserleitung, das Stromkabel, die Gasleitung. Darauf hast du gar keinen direkten Zugriff. Also Hahn ja, Rohr nein? Genau diese Eselsbrücke. Das Bauteil kann eine Kleinreparatur sein. Die Leitung dahinter normalerweise nicht. Woher weiß ich, welches von beiden kaputt ist? Meistens sagt dir das der Handwerker oder steht es auf der Rechnung. Wenn Zweifel bestehen, frag lieber nach, bevor du zahlst. Warte, hast du sowas auch schon mal erlebt? Ja, meine erste Wohnung hier hatte eine kaputte Heizung im Winter. Autsch. Ich habe gedacht, das ist bestimmt auch eine Kleinreparatur und wollte selbst einen Handwerker anrufen. Und? Zum Glück habe ich vorher eine Freundin gefragt. Eine Heizung ist keine Kleinreparatur. Das ist ein Mangel und dafür ist der Vermieter zuständig. Was hättest du falsch gemacht, wenn du selbst gehandelt hättest? Ich hätte vielleicht den Handwerker selbst bezahlen müssen und das Geld später nicht zurückbekommen. Also auch du hast nicht alles sofort gewusst. Überhaupt nicht. Deshalb frage ich jetzt immer zuerst, bevor ich handle. Neues Wort: der Mangel. Der Mangel. Ein Mangel ist ein größeres Problem. Die Heizung funktioniert nicht, es gibt Schimmel, das Fenster schließt nicht richtig. Anders als eine Kleinreparatur? Deutlich größer, ja. Und dafür meldest du eine Mängelanzeige. Was ist das genau? Eine schriftliche Nachricht an den Vermieter. Hier ist ein Problem, bitte kümmern Sie sich darum. Also nicht selbst einen Handwerker anrufen. Bei einem echten Mangel erst den Vermieter informieren. Er entscheidet normalerweise, welcher Handwerker kommt. Und wenn es wirklich nur etwas Kleines ist, darf ich dann selbst einen Handwerker anrufen? Vorsicht! Meistens lieber nicht sofort. Warum nicht? Wenn der Wasserhahn tropft, will ich doch schnell eine Lösung. Verständlich. Aber wenn du selbst den Handwerker beauftragst, kann es passieren, dass du am Ende selbst auf der Rechnung sitzen bleibst. Auch wenn eigentlich der Vermieter zuständig wäre? Ja, deshalb ist der sichere erste Schritt: dem Vermieter schriftlich Bescheid sagen und eine Frist setzen. Eine Frist? Ein Datum, bis wann er reagieren oder die Reparatur organisieren soll. Wenn diese Frist ohne Reaktion verstreicht, kannst du unter bestimmten Voraussetzungen selbst handeln, aber besser nur schriftlich und mit Nachweis. Und wenn es dringend ist? Bei einem echten Notfall ist es anders. Zum Beispiel: Wasser läuft stark aus und niemand ist erreichbar. Dann darfst du sofort handeln, ohne auf eine Frist zu warten. Aber ein normal tropfender Wasserhahn ist kein Notfall? Meistens nicht. Nervig, ja, aber kein Grund, sofort selbst jemanden zu beauftragen. Also, erst melden, dann Frist setzen, dann abwarten? Genau. Und wenn der Vermieter sagt, bitte kümmern Sie sich darum, dann kannst du nachfragen, ob du einen Kostenvoranschlag holen sollst. Kostenvoranschlag? Das ist eine Schätzung, was die Reparatur ungefähr kosten wird. Und warum ist das wichtig? Weil du vorher sehen kannst, liegt die Reparatur vielleicht über der Grenze im Mietvertrag? Dann wäre es keine Kleinreparatur mehr. Also nicht einfach zahlen, nicht einfach bestellen, sondern erst klären. Schriftlich melden, Vertrag prüfen, nicht in Panik handeln. Okay, zurück zu meinem Fall. 130 Euro Wasserhahn. Erster Schritt. Steht in deinem Mietvertrag überhaupt eine Kleinreparaturklausel? Ich muss nachschauen. Zweiter Schritt. Steht dort eine Höchstgrenze und eine Jahresgrenze? Auch das muss ich prüfen. Dritter Schritt. Liegt die Höchstgrenze unter 130 Euro? Wenn ja, Dann hast du wahrscheinlich zu viel bezahlt und du kannst höflich nachfragen, ob du das Geld zurückbekommst. wie frage ich das, ohne unhöflich zu klingen? Zum Beispiel: Ich habe die Rechnung bereits bezahlt, aber laut meinem Mietvertrag liegt die Höchstgrenze bei 100 Euro. Können wir das gemeinsam klären? Das klingt fair, nicht aggressiv. Genau das Ziel. Also, kurz zusammengefasst. Bitte. Erstens. Grundsätzlich zahlt der Vermieter, außer es gibt eine gültige Kleinreparaturklausel. Stimmt. Zweitens.
Die Klausel braucht 2 Grenzen: pro Reparatur und pro Jahr. Fehlt eine, ist alles ungültig. Richtig. Drittens. Liegt die Reparatur über der Grenze, zahlt der Mieter gar nichts, nicht anteilig. Das Überraschende von heute. Viertens. Das Bauteil kann meine Aufgabe sein, die Leitung dahinter normalerweise nicht. Richtig. Fünftens. Bei einem echten Mangel, Heizung, Schimmel, kaputtes Fenster, erst den Vermieter informieren und eine Frist setzen, nicht selbst handeln. Perfekt zusammengefasst. Also, was mache ich jetzt mit meinen 130 Euro? Zuerst Vertrag rausholen, die 2 Grenzen suchen. Und dann? Dann weißt du, ob du fragen solltest oder ob es einfach fair war. Entweder so oder so. Ich weiß wenigstens, woran ich bin. Genau das ist der Punkt. Nicht raten, nachschauen. Klarheit statt Kopfkino, wieder mal. Scheint dein neues Lieblingswort zu sein. Wenn euch die Folge gefällt, abonniert den Kanal. Und schreibt uns. Habt ihr auch schon mal eine Rechnung bezahlt und euch danach gefragt, ob ihr das eigentlich musstet? Bis zum nächsten Mal. Tschüss!